und ganz viele andere coole pflanzliche Öle, wie eine feste Creme. Sehr schönes Produkt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Pomadenshop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und ich begrüße euch ganz herzlich an diesem schönen sonnigen Tag. Und ich darf heute wieder ein Pomade-Review für euch machen. Und zwar wieder von der richtig coolen neuen Marke bei uns, aber nicht neue Marke auf dem Markt. Und zwar geht es um die Marke Sheer Revival. Eine sehr coole Pomadenmarke aus den USA, finde ich. Da habe ich schon mal ein Review zu gemacht, und zwar von der Crystal Lake. Das kommt jetzt da oben reingefahren. Wenn ihr dann Lust habt, das auch anzuschauen, könnt ihr auf das kleine i da oben klicken und dann klappt sich das so auf und dann findet ihr das Video da. Und ich mache jetzt heute mal die Northern Lights Pomade, beziehungsweise das ist die Matte Paste, also die Mattpaste. Sieht vom Design her ähnlich aus wie alle anderen, nur dass eben dieser bunte Bereich ein bisschen anders ausschaut, nämlich auch so ein bisschen an Polarlichter, also an Northern Lights erinnert. Ich habe schon gelesen, dass manche von euch finden dieses Design von den Sheer Revival Pomaden besser als das frühere. Die sahen früher ein bisschen anders aus. Ich habe auch schon gelesen, dass Leute gab, die das alte Design schöner fanden. Ich weiß gar nicht genau, welches ich schöner fand. Ich glaube, ich finde sogar die eigentlich echt sehr gelungen. Und ja, was haben wir jetzt hier für ein Produkt? Auf jeden Fall einen schweren braunen Glastiegel mit einem Blechdeckel. Und wenn man sich mal die Inhaltsstoffe anguckt, das ist sehr spannend, weil hier schon wieder, wie bei der letzten Sheer Revival, die ich reviewt habe, es sich um eine wasserbasierte Pomade handelt, wobei das wieder nicht ganz richtig ist. Es ist nämlich die Basis ist nämlich Aloe-Saft. Und das finde ich sehr cool, dass da nicht einfach nur Wasser drin ist, sondern tatsächlich ein pflanzlicher Saft als Grundlage dient. Danach kommt gleich Kaolin, das ist Tonerde, das ist dazu da, dass die Haare schön matt aussehen. Dann sind ein paar Wachse mit drin, zum Beispiel Bienenwachs und Carnauberwachs sehe ich. Das inzwischen eigentlich ziemlich übliche Rizinusöl und ganz viele andere coole pflanzliche Öle. Wir haben hier Sonnenblumenöl drin, wir haben Zitronenkernöl drin, wir haben sogar eine Kakaobutter mit drin, wir haben Limettenöl mit drin, Orangenöl und Eichenmoosextrakt unter anderem. Und das ist, glaube ich, Salbeiöl, was auch noch mit drin ist. Das macht auch Sinn, weil nämlich der Duft, der steht hier auch klein drauf, Hand-Blended Citrus and Sage Scent, also Zitrus- und Salbeiduft. Und das stimmt auch, ich habe schon mal reingerochen. Das riecht genau so, nach einem schönen Mix aus Zitrus- und Salbeibonbons. Oder Salbei, ich kenne den Duft halt eher von den Bonbons. Und ja, ich habe meine Haare jetzt schon mal, die sind komplett fettfrei, schon mal vorgeföhnt nach hinten. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ich glaube, ich bin da so weit, dass ich sagen kann, es ist nicht mehr nur eine Phase. Ich mache meine Haare nicht mehr so wie auf vielen unserer älteren Videos, wo ich am liebsten schön glänzende Pomade nehme, sehr viel davon und sie sehr streng am Kopf anlege, die Haare. Ich mache es inzwischen am liebsten eher so ein bisschen locker, mit ein bisschen Struktur drin und ganz gerne tatsächlich auch mit unorthodox wasserbasierten Pomaden, beziehungsweise so Pasten auch ganz gerne. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich jetzt auch hier die Sheer Revival Paste machen darf. Natürlich alle Arten von Produkte für euch hier bei den Videos weiterhin benutzen, aber privat ist das so ungefähr meine Lieblingssorte von Produkten aktuell. Um euch das Innenleben auch mal zu zeigen, ist eine weißliche, leicht gelbliche Paste, aber eher beige Farben würde ich sagen. Und wenn man jetzt hier reingeht, ja, ist einfach wie eine feste Creme. Also ich das auch mal so zu zeigen, ist fast so ein Mix aus Creme und Knete, könnte man sagen, fühlt sich's an. Und ich nehme jetzt mal so einen Finger voll, ungefähr so eine etwas größere Haselnuss. Und dann gibt es wieder beim Verreiben die natürlich üblichen weißen Handflächen. Das ist dann aber im Haar nicht mehr sichtbar. Ich merke schon, ähnlich wie bei der Lockhart's Phantasm, dass hier schon direkt eine Reaktion mit der Luft stattfindet und die so ein bisschen anfängt anzuziehen, die Matte Paste. Und wenn ich jetzt das ins Haar noch reinmache, dann merke ich auch sofort, wie wieder dieser Halt und Grip sofort da ist. Das ist ganz cool, das kann man auch super als Pre-Styler verwenden. Da ist sogar eine kleine Anleitung auf dem Glas mit drauf. Da steht dann, wie man das macht. Einfach nur ein ganz klein wenig ins vielleicht feuchte Haar sogar reinarbeiten und dann föhnen. Und dann kriegt man schon mal so ein schönes Grundvolumen und kann dann mit einem anderen Produkt noch nachlegen. Aber ich benutze es jetzt ja als Voll-Style-Produkt sozusagen. Und ja, ich probiere es jetzt mal mit der Menge, ob das sogar schon passt. Das Schöne ist ja bei diesen Mattpasten, für diese modernen Styles sind die ja sehr ergiebig, weil es immer nur so ein bisschen was braucht. Ich nehme auch wieder den Texturkamm von
Herkules Sägemann. Ich kriege die Anweisung, dass ich ein bisschen runterrutschen muss, dass man meine Frisur noch sieht. Also ich mache es am liebsten immer schon so von der Form her, so wie ich es immer gemacht habe, so nach hinten gekämmt mit dem Scheitel auf der einen Seite und einem angedeuteten Pomp, also mit viel Volumen hier vorne, aber einfach alles so ein bisschen locker und eben mit dem Texturkamm sehr gerne gekämmt, dass das, ja, wie ihr seht, so ein bisschen fluffig und locker ausschaut. Gefällt mir aktuell so ein bisschen besser als so, wie ich es noch vor einigen Monaten eigentlich gemacht habe. So, schauen wir mal, ob das passt, weil das Schöne ist, wenn ich jetzt hier so ein paar Strähnen habe, die ausbrechen, dann kann ich immer dazu sagen, so ja, das gehört so. Kann man so ein bisschen das verschleiern. Also wenn jetzt hier hinten es so ein bisschen messy aussieht, dann wisst ihr, dass das absolut gewollt so ist. Natürlich nicht by accident, sondern alles geplant. Ich zeige mal, wie das jetzt ausschaut. Eine lockere, fluffige Frisur, die ja so ziemlich komplett matt aussieht. Es kann sein, dass ich das jetzt an manchen Stellen noch ein bisschen setzen muss, das Produkt. Aber ihr seht, ratzfatz eine schöne, lockere, aber trotzdem stabile, matte, natürliche Frisur. Und ich kann jetzt sogar so machen. Dann seht ihr, dass es so ein bisschen mitschwingt und dann, ja, das hat diese lockeren Styles an sich, dass dann vielleicht mal die eine oder andere Strähne ausbricht, aber das macht überhaupt nichts, denn zack, zack, ein bisschen mit den Fingern nachgeformt oder sogar beim Kamm ist die Frisur wieder so, wie sie vorher war. Und das geht auch ganz, ganz easy, weil das Produkt eben nicht knusprig wird, also nicht so austrocknet wie zum Beispiel Haargel, sondern immer recht geschmeidig bleibt, aber trotzdem einen sehr guten Halt gibt. Also was richtig, richtig schön ist fürs Haar, auch für die Kopfhaut, weil es ein super Styling-Produkt ist und wie immer, wie bei allen Sheer Revival-Produkten, ein Produkt, was erstklassige Inhaltsstoffe hat, was super natürlich ist, wo sehr viel Liebe drin steckt, sehr viel Finesse, finde ich, sehr viel, bestimmt auch Tüftelei, wie man auf diese Rezeptur so gekommen ist. Für alle, die es interessiert, ist das Ganze dann sogar auch, wie alle Sheer Revival-Produkte, wenn ich mich nicht irre, komplett mineralölfrei. Gut, das kann man jetzt, wir haben da auch schon mal ein Video dazu gemacht, ob Mineralöl eigentlich gesundheitlich bedenklich ist. Sieht jetzt auch da oben reinkommen, ist es nämlich eigentlich nicht. Aber es gibt ja manche Leute, die sagen, sie finden es nachhaltiger, wenn sie mineralölfreie Produkte verwenden. Und da ist eben Sheer Revival ganz vorne mit dabei und bietet die eben an. Also ich kann für alle Leute, die so diesen matten, lockeren Style bevorzugen, die auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Die habe ich auch privat regelmäßig im Gebrauch. Sehr, 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 sehr schönes Produkt. Und wenn man so einen kleinen Finger mehr davon nimmt, dann kann man es sich sogar eigentlich auch ziemlich eng anlehnen und dann vielleicht doch wieder so einen etwas klassischeren Style machen, nur dass der halt dann komplett matt ist und nicht so glänzt, wie klassische Styles zum Beispiel in den 30er Jahren geglänzt haben. Wenn es euch interessiert, also checkt es unbedingt auf jeden Fall mal aus. Es ist ein sehr, sehr cooles Produkt. Wendet euch bei Fragen dazu oder auch bei allen anderen Fragen gerne an unseren Kundenservice oder auch einfach in unsere Social Media Kanäle oder auch hier unter diesem Video könnt ihr einfach kommentieren. Ansonsten findet ihr alle anderen Kontaktmöglichkeiten zu uns in der Videobeschreibung. Würde mich jetzt noch sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich am allerbesten wäre, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr Lust habt, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video hochladen, dann drückt am besten noch die kleine Glocke. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Video, weil ich glaube, da geht es wieder um diese coole Marke. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, euer Flo.